Zerstörung der Glocken. Erinnerung an die 20er und 30er Jahre. Zitat: Ich war Zeuge der Zerstörung. Die weltgrößten Glocken der Guderian-Ära wurden abgeworfen. Es war wie das Spektakel einer öffentlichen Hinrichtung. Der russische Schriftsteller M. Prisvin. Warum wurden die Glocken aus absolut allen orthodoxen Kirchen in einem solchen Ausmaß entfernt? Eine Glocke, Bell, ist eine Frequenz mit einer bestimmten Wellenlänge. Energie, die durch ihre Ausbreitung eine positive Wirkung auf das Biofeld des Menschen, der Pflanzen und aller Lebewesen hat. Und das ist noch nicht alles, was sie zu bieten hat. Die Tempel waren Teil des Energietransportsystems, Teleportation. Revolutionen und Kriege wurden von allen, die an der Macht und im Mittelpunkt standen, angezettelt. Im Vordergrund standen alle Herrscher, deren Hauptaufgabe darin bestand, das Energietransportsystem endgültig zu zerstören und unser Zeitalter von der goldenen Ära der vorherigen und zerstörten Zivilisation zu trennen. Kathedralen und Tempeln dienten als zentrale Knotenpunkte, wobei zusätzliche Kuppeln als Heterodin-Basisfrequenzen fungierten, mit denen der Äther aktiviert und Portale geöffnet wurden. Gewöhnliche Dorfkirchen waren ebenfalls Teil des Energietransportsystems, aber von lokaler Bedeutung. Die Aktivierung erfolgte mit Glocken, die mit der Architektur des Gebäudes im Einklang standen. Wie wurden die Glocken entfernt? 1930 wurde ein Erlass geschrieben, der das Läuten der Glocken verbot. Die Glocken wurden zum Einschmelzen geschickt und bis Mitte der 1940er Jahre konnten die Moskauer das Geläut sogar zu Ostern aus der Dreifaltigkeitskirche auf den Vorobjowy-Hügel hören, die damals noch nicht zum Stadtgebiet gehörte. Überall in der UdSSR wurden die Glocken von den Glockentürmen abgenommen und zum Einschmelzen, Zitat, für die Bedürfnisse der Industrialisierung verschickt. Um die wertvollsten Glocken zu liquidieren, wurde beschlossen, sie ins Ausland zu verkaufen. Der sinnvollste Weg, um einzigartige Glocken in unserem Land zu beseitigen, ist, sie ins Ausland zu bringen und sie dort zusammen mit anderen Luxusgütern zu verkaufen, schrieb der atheistische Ideologe Giduljanov. Auf diese Weise gelangten die einzigartigen Glocken des Dalinov-Kloster in die USA an die Harvard-Universität. Die einzigartigen Glocken des Sredensky-Klosters wurden nach England verkauft. Die großen Mengen an Glocken gingen in den privaten Sammlungen. Einige der beschlagnahmten Glocken wurden an Großbaustellen von Bolschowstroj und Dnjeprostroj für den technischen Bedarf geliefert, zum Beispiel für die Herstellung von Kessel für Kantinen. Bis heute kann niemand genau sagen, wie viele Glocken zerstört wurden. Ein Teil von ihnen ging zusammen mit den Tempeln unter, andere wurden absichtlich zerstört und wieder andere waren für die Bedürfnisse der Industrialisierung bestimmt. Auch die von den berühmten Meistern gegossenen Glocken für die Kathedrale von Iwan dem Großen, die Christ-Erlöser-Kathedrale, die Isaac-Kathedrale, die Klöster Solovetski, Walam, Simonov und viele Hunderte und Tausende von Kirchen, Kathedralen und Klöster im ehemaligen Russischen Reich konnten sich diesem Schicksal nicht entziehen. Unter anderem im Jahr 1931 wurden viele Glocken der Klöster Spas-Iwimiew, Riso-Polovsensky und Pokrowski in Suzdal zum Umschmelzen geschickt. In Moskau blieb keine einzige Glocke übrig. Die Zarenglocke ist ein weltberühmtes historisches Denkmal. Die größte Glocke der Welt. Höhe der Basis des Rocks bis zum Ende 6,24 Meter. Größter Durchmesser 6,6 Meter. Gewicht 202 Tonnen. Kaiserin Anna Ioannowna wollte zu ihren Ehren ihrer Herrschaft eine riesige Glocke gießen. Die verantwortlichen Geschäfte führten die Gießer Motorin Iwan zusammen mit seinem Sohn Mikhail. 1730 erließ die Kaiserin einen Erlass und die Vorbereitungsarbeiten begannen. 1734 wurde feierlich mit der Metallverhüttung begonnen. Die Arbeiten wurden in einem eigens aufgehobenen Grube durchgeführt, die mit Holzgerüsten ausgestattet war und wurden bis 1735 abgeschlossen. Aber die Glocke blieb im Boden. Laut unseren Zeitgenossen Gießereispezialisten wurde damals der Glockenmantel aufgrund eines Verstoßes gegen die Technologie abgebrochen, was durch zahlreiche Experimente bestätigt wird. Das Gewicht des Fragments beträgt 11 Tonnen. 2021 wird die Glocke, die während ihres gesamten Bestehens keinen einzigen Ton von sich gegeben hat, 286 Jahre alt. Das riesige Denkmal nimmt im Kreml einen Ehrenplatz ein. Hier eine Zusammenfassung aus anderer Quelle über die Glocken. Zur Zarenglocke steht Folgendes: Die Entstehungsgeschichte der Glocke ist mit zahlreichen Schwierigkeiten, Misserfolgen und Katastrophen behaftet. Sie wurde in einer speziellen Grube geformt und gegossen, die auf dem Iwanowskaja-Platz östlich des Glockenturms ausgehoben wurde.
Einige St. Petersburger Holzschnitzer wurden gerufen, um eine Zierdekoration der Glocke anzufertigen. Der Name eines Bildhauers ist kürzlich bekannt geworden. Das ist Medvedev, der in Italien ausgebildet wurde. Die Vorarbeiten dauerten fast 2 Jahre. Erst Ende 1734 begann das Schmelzen von Metall in speziell konstruierten Öfen, aber nach einiger Zeit wurde ein Leck aus den Öfen entdeckt und das Schmelzen musste eingestellt werden. Das daraus resultierende Feuer zerstörte die über der Glocke errichteten hölzernen Hebekonstruktionen. Nach der Liquidation des Unfalls wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Im November 1735 wurde der Guss der Zarenglocke erfolgreich abgeschlossen, aber aus unbekannten Gründen blieb sie lange Zeit in der Grube, wo sie von einem schrecklichen Feuer, bekannt als die Dreifaltigkeit, gefangen wurde, das im Mai im Kreml ausbrach, 1737. Beim Löschen des Feuers fiel Wasser auf das glühende Metall der Glocke. Ungleichmäßige Abkühlung ließ es brechen. Dabei brach ein 11,5 Tonnen schweres Stück von der Glocke ab. Wiederholte Versuche, die Glocke aus der Grube zu ziehen, scheiterten. Schließlich wurde diese Arbeit 1836 dem St. Petersburger Architekten Franzosen Montferrand anvertraut, der ein Projekt für eine Hebevorrichtung und einem speziellen Steinsockel für die Installation der Zarenglocke darauf entwickelte. Nach dem ersten erfolglosen Aufstieg, bei dem mehrere Seile rissen, wurden die Mechanik verbessert, die Glocke aus dem Schacht entfernt und als Beispiel für Gießereikunst auf einem achteckigen Sandsteinsockel installiert, wo sie noch heute steht. Aus der historischen Geschichte gibt es diese Aussagen. Das Läuten der Glocken, insbesondere Ostern, wurde oft zum Thema von Volksmärchen, Liedern, Sagen und Legenden. Nicht so oft wurde dieses Bild in der Fiktion verwendet. Allerdings klingt darin, wie in der Volkskunst, immer das Thema der wohltuenden Wirkung des Glockengeläuts auf die menschliche Seele. Ein Schriftsteller vermittelt sein Gefühl der unvergleichlichen Freude eines Kindes, dem das Läuten einer großen Glocke anvertraut wurde. Svesvolod Garanin erzählt in einer seiner Geschichten namens Nacht sehr genau von der rettenden Wirkung des Glockenläutens auf eine unruhige menschliche Seele. Der amerikanische Kampanologe Ann Speer schreibt über den Ursprung der Glocke Folgendes: Als Blitze zuckten und Donner am Himmel grollte und dem primitiven Menschen Angst einflößte, begann er die grenzenlose Kraft zu erkennen, die sich deutlich manifestiert in Geräusch und Feuer. In diesem Moment, entschlossen, die beängstigten Geräusche sich zu widerstehen, griff er vielleicht nach seiner Keule und schlug auf den Stein. Mit dieser Geste wurde die erste Glocke geschaffen. Der in diesen Worten enthaltene Gedanke kann leicht entwickelt werden. Der erklingende Ton drückt die Kraft eines Menschen aus, seine Bereitschaft, bösen Mächten entgegenzuwirken und gleichzeitig sein Vertrauen in den Schutz guter Kräfte. Schließlich ist die Angst immer von der Hoffnung auf das Beste begleitet. So erlangten Gegenstände, mit denen man Lärm machen konnte, sei es ein Stein, eine Muschel, ein Tambourin oder etwas anderes, einen schützenden und magischen Wert, wurden zu Attributen primitiven Glaubens. Ethnographen geben dafür viele Beispiele. Als eine Person lernte, Metalle zu extrahieren und entdeckte, dass sie die Fähigkeit haben, stark und scharf zu klingen, begannen ihre Stimmen ausnahmslos Gebete und Zauber, Opfer und rituelle Tänze zu begleiten. Und meistens war es die Stimme, von Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, leicht zu erhalten und zu verarbeiten, hart und elastisch, nicht anfällig für Alterung und durchdringende Korrosion, die nach dem Aufprall laut und anhaltend klingt. Bereits im 4. Jahrtausend vor Christus war die Technologie zur Gewinnung von Bronze auf dem Territorium des modernen Südiran und der Türkei, Syrien und des Iraks bekannt. Unter den daraus gegossenen Objekten erscheinen im Laufe der Zeit Glocken. Dass metallische Schallquellen in ihrer Entwicklung genau solche Formen angenommen haben, scheint ganz natürlich. In der Form einer Platte klingt das Metall stärker und länger als in der Form eines Barrens. Es ist besser, die auf die Platte auftreffende Last daran zu binden. Ein solches Paar ist immer für die Klangwiedergabe bereit. Ist die Platte gewölbt und umschließt die Ladung mit ihren Rändern, dann kommen sie bei geringsten Erschütterungen in Kontakt. Diese Überlegung beinhaltet bereits die Idee einer Glocke. Wenn jedoch eine gebogene Platte eine geschlossene Form enthält, darf diese Last nicht daran befestigt werden. So entstand die Idee der Glocke. Es ist logisch anzunehmen, dass die Herstellung von Glocken, da es so einfach und natürlich war, sie zu erfinden, gleichzeitig in mehreren unabhängigen Zentren beginnen konnte. Archäologen kennen Glocken, die in der Nähe von Lankaran, datiert auf dem 13. Jahrhundert vor Christus, und in der Nähe von Vladikavkaz, 11. bis 10. Jahrhundert vor Christus. Gefunden wurden eine Glocke, die bei der Ausgrabung der antiken Stadt Susa, 11. bis 10. Jahrhundert vor Christus, entdeckt wurde.
Mehrere ähnliche Objekte wurden während des Studiums der Städte des alten Ägyptens gefunden. Die ältesten stammen aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. und Mesopotamiens 9. bis 7. Jahrhundert v. Chr. Unter den Bronzenobjekten des 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. sind Glocken bereits in Hülle und Fülle zu finden, unter anderem in Hebräisch, Griechisch, Skythisch und Etruskisch. Ihre Größe reicht von 2 bis 9 cm, einige von ihnen sehen überraschend ähnlich aus, wie Zwillinge, obwohl sie von weit entfernten Orten stammen. Anscheinend trugen die Wanderungen von Völkern von einem Siedlungsgebiet zum anderen, Handelskontakte, Eroberungen dazu bei, Formen, die sich in einem Zentrum entwickelt hatten, über eine größere Region zu verbreiten. Die Ähnlichkeit der Formen, an denen die alten Meister in voneinander entfernten Regionen festhielten, lässt sich jedoch durch die Überlegung zur technologischen Einfachheit und Wirtschaftlichkeit erklären. Sie drängt darauf, den in Massenproduktion hergestellten Glocken kleine Größen und elementare Formen zu geben, zum Beispiel Halbkugeln, Kegeln und Pyramiden, insbesondere abgeschnittene, Prismen, Zylinder und so weiter. In ihren Wänden werden immer Löcher geschnitten. Der Klang wird geboren, im Inneren muss die Glocke durch die Löcher herauskommen. Das waren wohl die Überlegungen der Meister. Einige Glocken ähneln einer Glocke, deren Glocke mit einem flachen Deckel mit Löchern verschlossen ist. Europäische Glocken sind mit nicht nur einer, sondern mit vielen alten Kulturen verbunden, zum Beispiel Ägypten, Kleinasien, dem Nahen Osten, Griechenland und Rom. Es ist ziemlich schwierig, diese Verbindungen nachzuvollziehen, wenn wir die riesigen Glocken auf den hohen Türmen europäischer Städte mit den gleichen Glocken vergleichen, die uns von den früheren Zivilisationen des Mittelmeerraums überliefert sind. Anknüpfungspunkte sollten in der Antike und den folgenden Jahrhunderten gesucht werden. Unter den Gegenständen, die unter der Asche von Herculaneum und Pompeji gefunden wurden, also aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., befanden sich Glocken mit einer Höhe von 14 bis 17 cm. In der Antike ist eine der wichtigsten Funktionen von Glocken das Signalisieren. Im alten Rom informierte ihr Klang die Stadtbewohner über die Eröffnung von Märkten und Bädern sowie über andere Ereignisse im Stadtleben. In der Kultpraxis etabliert erwarben Glocken gleichzeitig alle Lasten weltlicher Funktionen. Sie schmückten Triumphwagen und reiche Kleidung, sie klangen bei Festen und Partys, Tänzer stärkten an ihren Handgelenken und Knöcheln, Botschaft, Ruf, Triumph, Spaß, Schönheit, Reichtum, Macht und vor allem Heiligtum. So bildete sich am Ende der Antike eine semantische Reihe, die unter dem Begriff Glocke zusammengefasst wurde. In den frühchristlichen Klöstern in Ägypten entstand der Brauch, die Mönche durch Läuten zum Gottesdienst zu rufen. Allerdings konkurrierten hier andere Instrumente mit Glocken. In palästinensischen, syrischen und griechischen Klöstern werden von dieser Zeit bis heute spezielle Bretter verwendet, Schläge, die mit einem Hammer geschlagen werden, Nieten. Es ist auch bekannt, dass Trompeten für den gleichen Zweck auch in Klöstern verwendet wurden. Der selige Hieronymus verwendete bei der Übersetzung von der Pachomius zusammengestellte Regeln des küsterlichen Lebens aus dem Griechischen ins Lateinische den Ausdruck Signum dare, ein Zeichen geben, mit Zeichen gemeint der Schlag. Im westeuropäischen Kirchengebrauch begann das Wort Signum und in der Folgezeit häufiger der Ausdruck Signum ecclesiae, Zeichen der Kirche, eine Glocke zu bezeichnen. Es gebrauchte bis zum 11. Jahrhundert. Der neue Ausdruck markiert eine wichtige Periode in der Geschichte des von ihm bezeichneten Gegenstandes der materiellen Kultur. Dies ist keine dunststimmige Glocke mehr. Der Klang, den sie macht, ist weiterhin zu hören. Die Schriften von Gregor von Tours berichten von einem gewissen Priester. Eines Nachts berührte er auf dem Heimweg das Seil, mit dem das Zeichen in die Bewegung gesetzt wurde. Währenddessen sammelte das Zeichen, das in Bewegung gesetzt wurde, die Menschen zur frühen Stunde. Aus dieser Passage geht hervor, dass die Glocke zu dieser Zeit bereits über die Mauern der Klöster hinausgegangen war und begann, die Gemeindemitglieder in die Kirchen zu rufen. Seit dem 6. Jahrhundert taucht in schriftlichen Quellen die bis heute gebräuchliche lateinische Bezeichnung der Glocke Campana auf. Die aus der Zeit des antiken Roms überlieferten Worte Cymbalum, Tintinabalum zurückgedrängt. Jetzt sind sie es häufiger als Glocken kleiner Größe verstanden, die für die Antike charakteristisch sind. Auch hat sich zur Unterscheidung zwischen großen und kleinen Glocken ein weiteres Wortpaar eingebürgert: Sambana, Nola. Beide Wörter haben einen geografischen Ursprung. Nola ist der Name einer Kleinstadt in der süditalienischen Provinz Campagna. Hier gibt es keinen Zufall. Seit der Antike ist Kampanien für die Kupfervorkommen bekannt, einer der Bestandteile der Bronzeglocken.
Die Kupfergefäße aus Campagna wurden einst wegen der Qualität des Materials hoch geschätzt, der rote Kastanienton galt als beste Form Erde. Und in der Stadt Nola lebte eine herausragenden Persönlichkeiten des frühen Christentums, Pontius Meronius Picoc, der Merciful. Ihm schreibt die Legende die Erfindung der Glocke zu. Ab dem 7. Jahrhundert gibt es Berichte über die ersten Glockentürme, die getrennt von den Kirchen standen. Später in der Romantik und Gotik begann sich der Glockenturm mit den Kirchengebäuden zu einem einheitlichen Ensemble zu vereinen. Seit dem 8. Jahrhundert sind Glocken ein fester Bestandteil des täglichen Lebens einer europäischen Stadt und ab dem 9. Jahrhundert eines europäischen Dorfes. Zu dieser Zeit, ungefähr Anfang des 8., von ihnen stammen die Namen der Glocke aus vielen modernen Sprachen: Deutsch Glocke, Französisch Cloche, Dänisch Glocke, Schwedisch Klokka und so weiter. Sie gehen wiederum auf die zurück. Das keltische Wort Glock, das eine Glocke und eine Glocke bedeutet, ist verwandt mit solchen onomatopoetischen Wörtern indogermanischen Sprachen wie Sluk, Englisch Keckel, Klopfen, Deutsch Klopfen, Kalakalkas, Sanskrit chaotischer Lärm, Schrei und so weiter. Die mit dem Namen Karl des Großen verbundenen Legende erzählt, wie ein unehrlicher Meister bestraft wurde, der den Kaiser um Silber für den Wohlklang der zukünftigen Glocke bat und sich die ihm gewährten Barren aneignete. Die Zunge der neu gegossenen Glocke brach und tötete den Betrüger. Aus dieser Zeit sind uns viele Geschichten darüber überliefert, wie die gestohlene Glocke verstummte oder zerbrach, weil sie den Entführern nicht dienen wollte. So entstand die Idee der Glocke als Trägerin guter Kräfte und als Kämpferin gegen die Mächte des Bösen. Der mittelalterliche Europäer glaubte, dass das Läuten der geweihten Glocke die Machenschaften des Teufels, Hagel, Hungersnöte, Blitze, Stürme, Epidemien abwendet, und wenn beim Gießen eine Schlange in der Legierung geworfen wurde, dann schützt sie vor Schlangen. Dass der Stumme eine Stimme bekommt, wenn er seinen Namen auf die Glocke schreibt, dass ein Geisteskranker geheilt wird, wenn er Wasser aus einer Glocke wie aus einem Becher trinkt, dass das Gehör zu einem tauben Person zurückkehrt, wenn sie mit Rauch von einem verbrannten Glockenseil begast wird, dass ein Stück Seil mit Salz bestreut und in Viehsuppe getaucht das Vieh gesünder macht, und wenn eine trächtige Kuh das Seil frisst, wird das Kalb gut wachsen, dass die Schmierung der Achse, auf der die Schwingungsglocke sitzt, bei der Wundheilung und Bruchheilung hilft, wenn sie als Salbe verwendet wird, dass das Wasser, mit dem die Zunge die Glocke übergossen wurde, es hilft vor Stichen in der Seite, wenn man sich damit wäscht. Eine gespaltene oder verschwitzte Glocke, eine zerrissene Zunge galten als Unglücksboten. Eine zerbrochene und schwingende Glocke in einem Traum zu sehen bedeutet auch Ärger, eine fallende Glocke zu sehen, eine psychische Störung, ein Klingeln zu hören, Verleugnung. Wenn wir über die Bedeutung sprechen, die die Glocken im Leben der Menschen erlangt hat, dann gibt es kaum ein markanteres Beispiel als Russland. Russische Glocken wurden geweiht, aber nie getauft oder mit menschlichen Namen versehen. Die Chronik sagt, dass 1292 die Glocke Tjurik von Rostow nach Uklich geschickt wurde. Aber das ist eher ein Spitzname als ein Name. In der Regel verdankt die Glocke ihren Namen einigen Merkmalen ihres Klangs, dem Ereignis, zu dessen Ehren sie gegossen wurde, der Person, auf deren Kosten sie gegossen wurde, den Feiertagen, an denen sie läutete, den Gottesdiensten, für die sie läutete. Eine Glocke mit einem starken, harten Klang wurde oft Schwan genannt, mit einem weichen, angenehmen Rot, mit einem ungleichmäßigen, rasselnden Ziege. Wenn wir von anderen Funktionen der Glocken sprechen, da waren auch hier immer ihre Stimmen bedeutsam, die sich über das alltägliche Treiben erhoben und die Sterblichen drängten, sich etwas Höherem, Ewigem zuzuwenden. Legt die Eitelkeit des Zeitmangels beiseite, erschaffe andere im Himmel, schrieb Carillon Istomin in seiner Premiere. Die Glocken maßen das Tempo der Zeit, schlugen Alarm, wenn es ein Feuer oder andere Katastrophen gab, wenn ein Aufstand ausbrach oder sich der Feind näherte. Sie riefen die Soldaten und schickten sie in die Schlacht, freuten sich, wenn sie den Sieger trafen, grüßten Ehrengäste. Der Klang der Veja-Glocke war ein Signal der Volksversammlungen in den alten russischen Föderalrepubliken Nowgorod und Pskov. Der Name selbst, die Veja-Glocke, spiegelt die Tatsache wider, dass die Funktionen des weltlichen und kirchlichen Läutens in Russland oft unterschiedlichen Glocken zugeordnet wurden. Zum Beispiel wurde ein kleiner Turm, der an der Wand des Moskauer Kremls neben der Spasskaja-Turm näher am Moskwa-Fluss stand, als König, Alarm oder Wache bezeichnet.
Der erste Name kommt daher, dass er dem Menschen einen neuen König zeigte, der gerade den Thron bestiegen hatte, andere von der Tatsache, dass hier ein Alarm oder Wächterglocke hing und irgendeine Art von Ärger oder Bedrohung ankündigte. Solche Glocken, sie wurden auch Belagerung, Wächter genannt, hingen in russischen Städten in der Regel nicht am Glockenturm der Kirche, sondern an der Festungsmauer, am Feuerturm. Dank dieser wichtigen öffentlichen Funktion erlangte die Glocke die Bedeutung eines Staatssymbols und wurde Teil der nationalen Identität. Der Verlust der Glocke sprach vom Verlust der Unabhängigkeit, war ein Zeichen von Unglück und Trauer. Und als Wassili III., Großherzog von Moskau 1510 den Diakon Dolmatow mit dem Befehl, den Psowitern ihre Wätscheglocke wegzunehmen, in das besiegte Psow schickte, konnten sie mit der Stirn auf den Boden schlagen und keine Antwort geben gegen seine Tränen und seinen Kummer. Sie vergossen keine Tränen wie Babys, die Milch saugten. Und dann im Psow, die in allen Häusern weinten und stöhnten, sich umarmten und die ewige Glocke an der heiligen Dreifaltigkeit senkten und die Psowiter erschreckten, auf die Glocke schauten, weine nach unseren alten Zeit, nach deinem Willen. Verschiedene Experten stellten zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedliche Anforderungen an die Akustik der Glocke. So glaubte der Meister Gemoni aus Züpften, 17. Jahrhundert, dass eine gute Glocke 3 Oktaven, 2 Quinten und eine große und eine kleine Terz haben sollte. Wir bemerkten sofort die Möglichkeit, einen kleinen Terz im Spektrum der Glocke, auf den wir später zurückkommen müssen. Die englischen Gießer erreichten die unteren Obertöne des harmonischen Spektrums aber auch mit einer kleinen, nicht mit einer großen Terz. Sie war es, die die Briten als Zeichen bemerkten, dass die Glocke von anderen Instrumenten unterscheidet. Rogal Lewitzki erklärte die Zuverlässigkeit nicht nur beider Terzen, sondern auch einer reinen Quarte. Die in verschiedenen Quellen angegebenen echten Obertonreihen zeigen, dass es keine einheitliche Regel gab. Die Glocken waren sehr individuell in der Klangfarbe. Daher können wir nur die allgemeinsten Muster ableiten. Betrachten wir die qualitative Zusammensetzung der Obertonreihen von Glocken, die aus Sicht von Saratjew im Harmonischen sind. Wie bereits erwähnt, weisen trotz der unterschiedlichen akustischen Anforderungen an die Glocke in verschiedenen Quellen alle auf Notwendigkeit einer Konsonantenkombination tiefer Obertöne hin. Und Saratjew bevorzugt eindeutig Konsonantenkombinationen. 28 Glocken mit einer Kombination aus Quinten und Quarten im unteren Teil des Spektrums wurden in diesen 3 Gruppen aufgenommen. Und insgesamt gab es 31 solcher Glocken, unter denen Saratjew untersuchten. In diesen Gruppen wurden sie wie folgt unterteilt: -15, 2 bis 3, 3 bis 10, 9 der 12 Fälle von Terzen, Dur und Moll nach Quinten und Quarten werden vom Glöckner guten oder bemerkenswerten Glocken zugeschrieben. Auf die gleiche Weise überzeugt die Analyse, dass diese Glocken in deren Spektren sich einzelne harmonische Obertöne befinden. Fragmente von harmonischen Spektren, vorzugsweise solche, bei denen die Frequenzen kein Vielfaches der Frequenz des Grundtons sind. Der Preis pro Oktave ist im unteren Teil des Spektrums sehr niedrig, dann folgt die Quinte in absteigender Reihenfolge. Die Quarte, der Tritonus und die kleine Septime haben offensichtlich keinen Vorteil gegenüber allen anderen möglichen Intervallen. Die klassische Harmonielehre lehrt, dass die tertiäre Struktur eines Akkords ihre Berechtigung in der Natur des Klangs hat. Aber warum wird nun der Klang mit harmonischem Spektrum berücksichtigt? Schließlich ist das Hörerlebnis nicht auf die beschränkt. Ist die Komplikation der Harmonie im Entwicklungsprozess, insbesondere die Komplikation der Komposition eines Akkords, nicht bis zu einem gewissen Grad auf die Natur nicht musikalischer Klänge zurückzuführen, einschließlich des Klangs einer Glocke? Nicht weniger wichtiges Ausdrucksmittel der Glocke als die Klangfarbe ist der Rhythmus. Es war das wichtigste Mittel, um den Klang der Glocke zu aktualisieren, da die absolute Höhe und die Timbre vom Interpreten nur geringfügig verändert werden konnte. In russischen Glocken der letzten 4 Jahrhunderte wurde der Ton extrahiert, indem die Zunge gegen das Glockenband geschlagen wurde. Für die Stundenglocke war es möglich, mit einem Hammer zu schlagen. Die Glocken im alten Russland schwankten und wenn sie sich bewegten, kam die Wand der Glocke mit der Zunge in Kontakt. Im 20. Jahrhundert wurde in England erstmals elektronische Glocken verwendet, bei denen der Klang von einem elektronischen Vibrator erzeugt wurden. Einige Aspekte der Auswirkung des Klingelns auf einen Menschen. Die Schallwellen, die von der Glocke kommen, haben eine Art Heilkraft. Dies ist nicht nur eine subjektive Schlussfolgerung, eine Reihe von Studien wurden durchgeführt, die die Fähigkeit des Glockenläutens gezeigt haben, den umgebenden Raum von schädlichen Formationen zu reinigen.
Glockenschläge regen ultraleichte Teilchen, Mikroleptonen an, die jedes Objekt umgeben. Die gleichzeitig erzeugten Mikroleptonfelder brechen starre molekulare Bindungen und entfernen schädliche Isotope, was zur Heilung oder sogar zur Verjüngung des Körpers führt. Es ist auch in der Lage, im Körper gebildete Krebszellen zu zerstören. Das Resonanzphänomen tritt auf, wenn die Frequenzen der Antriebskraft mit der Eigenfrequenz des schwingungsfähigen Systems zusammenfallen. Die therapeutische Wirkung beruht auf der Frequenzschwankung verschiedener Klänge, die mit einzelnen Organen oder dem gesamten menschlichen Körper in Resonanz treten. Chatuinow bewies, dass ein vollaktives Glockengeläut Bakterien im Umkreis von 70 Kilometern abtötet und den Raum harmonisiert. Die einzigartige spiralförmige Schallbahn, die durch das Schlagen der Glocke entsteht, erweist sich als schädlich für viele krankheitserregende Mikroben. Durch die gezielte Kraftverteilung der Schallwelle kommen die Strukturen mikrobieller Zellen in Resonanz und werden zerkleinert. Auch Mikroorganismen wie das Hepatitis-Virus oder Milzbrandsporen sterben ab. Außerdem, so der Wissenschaftler, in unserer Welt befindet sich alles in einem Schwingungszustand. Daher hat jede Zelle, jedes Organ oder sein System des Körpers seine eigenen gesunden Resonanzfrequenzen. Resonanz äußert sich in der Fähigkeit von Schallschwingungen, durch Wellenschwingungen, einen ähnlichen Schwingungen im entsprechenden Organ oder Körperteil anzuregen. Alle Glocken sind in der Lage, Infraschall zu erzeugen, also Töne mit einer Frequenz unter 16 Hertz. Diese für das menschliche Ohr unhörbare Klänge, die Bestandteile des Glockengeläuts sind, erwecken den Eindruck von Globalität, Stärke, Macht und ergänzen die gewohnte Farbigkeit. Unter Berücksichtigung der Resonanzfrequenzen einzelner menschlicher Organe 0,5 bis 13 Hertz, Vestibudalapparat, 4 bis 6 Hertz das Herz, 2 bis 3 Hertz Magen, 2 bis 4 Hertz Darm, 6 bis 8 Hertz Nieren, 2 bis 5 Hertz Zeiger. Das niedrige Spektrum des Glockenläutens wirkt sich auf den menschlichen Körper und seiner Psyche aus, bemerkt Ulernov in der Arbeit Physikalische Grundlagen der Behandlung von Glockengeläut. Die bisher gesammelten Erfahrungen in der Verwendung von Glocken zur Korrektur von Abweichungen im Gesundheitszustand und die durchgeführten Studien zeigen also überzeugend die positive Wirkung des Glockenläutens auf die menschliche Gesundheit. Der menschliche Körper, der mit Hilfe von akustischen Schlägen einen Welleneffekt erhielt, findet das verlorene Referenzsignal und wird zum Anpassungsprozess von strukturellen Fehlanpassungen befreit. Ein Zustand der inneren Ruhe wird erreicht, psychisch, energetisch, mental und geistige Gesundheit wird gewonnen. Danke, dass du dabei bist. Dein Tartaria-Team wünscht dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.